Peter Singer ist einer der prominentesten Vertreter des zeitgenössischen Utilitarismus und der angewandten Ethik. Mit dem sogenannten Präferenzutilitarismus entwickelte er eine moderne Variante des Utilitarismus. In seinem Hauptwerk Praktische Ethik skizziert er seinen ethischen Ansatz, entwickelt einen neuen Personenbegriff und zieht daraus Schlussfolgerungen für viele Problemfelder der angewandten Ethik. Seine Ansichten zu Abtreibung und Sterbehilfe sorgten vor allem in Deutschland für heftige Diskussionen. Veranstaltungen, auf denen er auftrat, wurden teilweise massiv gestört, Singer selbst angefeindet. Die einen nennen ihn den Weltverbesserer unter den Philosophen, die anderen den gefährlichsten Mann der Welt. Schauen wir uns an, warum. Peter Singer wurde 1946 im australischen Melbourne geboren. Er ist ein berühmter zeitgenössischer Philosoph, Tierrechtler und Mitbegründer der sozialen Bewegung des ethischen Altruismus. Er engagiert sich national und international in verschiedensten Organisationen, wie zum Beispiel in der Grünen Partei Australiens, bei Oxfam, Animal Rights International und der von ihm gegründeten Wohltätigkeitsorganisation The Life You Can Save. Seine Eltern waren Juden und wanderten 1938 von Wien nach Australien aus. Er verlor 3 seiner Großeltern im Holocaust. Singer lehrte an verschiedenen Universitäten, unter anderem in Oxford, New York und Melbourne. Seit 1999 ist er Professor für Bioethik an der Princeton University. 1975 erschien sein Buch Animal Liberation, zu Deutsch Befreiung der Tiere. Darin legte er die Grundlage für die weltweite Tierbefreiungsbewegung. Singers Hauptwerk Practical Ethics, zu Deutsch Praktische Ethik, erschien erstmals 1979 und wurde seitdem zweimal überarbeitet und um neue Kapitel ergänzt. Peter Singer entfaltet in dem Buch seinen präferenzutilitaristischen Ansatz und wendet diesen auf verschiedene Bereiche der angewandten, also der praktischen Ethik an. In dem Buch thematisiert er den Umgang mit Tieren, den Status menschlichen Lebens und unsere Verpflichtungen gegenüber Armen und unserer Umwelt. Im Präferenzutilitarismus geht es im Unterschied zum klassischen Utilitarismus nicht mehr um die Maximierung von Lust und die Minimierung von Unlust, sondern um die maximale Erfüllung von Interessen oder Präferenzen. Präferenzen sind beliebige Wünsche, Interessen oder Vorlieben, die sich auf Gegenstände, Handlungen oder Zustände in der Zukunft beziehen. Darunter fallen alle rationalen und emotionalen Interessen eines Wesens, auch das grundlegende rationale Lebensinteresse. Es geht also nicht nur um die aktuellen und kontextabhängigen Interessen zum Zeitpunkt der Handlung, sondern, zumindest bei Personen, auch um zukunftsorientierte Interessen. Die Präferenzen aller betroffenen Wesen müssen berücksichtigt werden, um eine Handlung und deren Auswirkungen zu beurteilen. Unterschiedliche Wesen sind dabei fähig zu unterschiedlichen Präferenzen. Wenn mit einer Handlung möglichst viele Präferenzen aller Betroffenen erfüllt werden, ist diese Handlung moralisch gut. Andernfalls muss ein Ausgleich gefunden werden, zum Beispiel indem durch eine weitere Tat den zuvor missachteten Präferenzen in vermehrtem Maße entsprochen wird. Ziel jeder Handlung muss also sein, möglichst viele Präferenzen aller Beteiligten zu befriedigen. Wo dies nicht möglich ist, müssen die nicht befriedigten Präferenzen ausgeglichen, kompensiert werden. Doch wie genau sollen die Interessen oder Präferenzen der beteiligten Wesen gegeneinander abgewogen werden? Ethik nimmt laut Singer einen universalen Standpunkt ein. Wo moralische Urteile gefällt werden, muss man also über den eigenen Standpunkt hinausgehen. Der moralische Standpunkt soll dabei dem des unparteiischen Betrachters oder idealen Beobachters entsprechen. Hierbei gilt das Prinzip der gleichen Interessensabwägung. Dieses besagt, dass die Interessen aller Personen gleiches Gewicht haben müssen. Keine Person zählt dabei aus welchem Grund auch immer mehr als die andere. Nationalität, Geschlechtszugehörigkeit, Aussehen, sozialer Status usw. dürfen keine Rolle spielen. Die Interessen werden unparteiisch gegeneinander abgewogen. Urteile werden also von einem universalistischen Standpunkt aus getroffen. Meine eigenen Interessen oder Präferenzen zählen nicht mehr als die Interessen anderer. Das Prinzip der gleichen Interessensabwägung entspricht dem universalistischen Prinzip oder Verallgemeinerungsprinzip des klassischen Utilitarismus.
Dieses Prinzip bedeutet jedoch nicht, dass ein einzelnes moralisches Urteil auch universal anwendbar sein muss. Es wird je nach Situation von Fall zu Fall entschieden. Die Interessen oder Präferenzen unterscheiden sich laut Singer ganz grundlegend, und zwar je nachdem, um welche Klasse von Wesen es geht. Die Klassifizierung von Wesen und die daraus entstehenden Konsequenzen für die angewandte Ethik sind der Grund für die vehemente Kritik an Singers Ethik. Singer unterscheidet 3 Klassen von Wesen, deren Interessen oder Präferenzen auf unterschiedliche Art und Weise berücksichtigt werden müssen. Zur ersten Klasse gehören Wesen ohne Bewusstsein, zum Beispiel leblose Dinge, Pflanzen, Tiere ohne Zentralnervensystem, aber auch Föten. Sie haben kein oder kein ausgebildetes Zentralnervensystem und können daher keine Lust und keinen Schmerz empfinden. Da sie keine bewussten Erlebnisse haben, haben sie laut Singer keinen Wert an sich. Wir haben ihnen gegenüber keine Verpflichtung. Zur zweiten Klasse gehören bewusst empfindende Wesen, zum Beispiel Tiere mit Zentralnervensystem, Neugeborene, Schwerstbehinderte. Da sie Lust und Schmerz empfinden können, kommt ihnen ein Wert an sich zu. Wir sollten sie klassisch utilitaristisch behandeln, das heißt, das größtmögliche Glück für die größtmögliche Anzahl herstellen. Ihre Interessen nach der Maximierung von Freude und Minimierung von Leid müssen berücksichtigt werden. Da diese Wesen jedoch nicht selbstbewusst sind, sich also nicht als distinkte Entitäten, also von anderen abgegrenzte Seinsarten mit Vergangenheit und Zukunft wissen, sind sie individuell austauschbar, ersetzbar. Da bewusst empfindende Wesen nämlich kein zeitliches Bewusstsein haben, sind ihre Präferenzen nicht zukunftsorientiert und setzen somit auch nicht Leben, die Fortdauer ihrer Existenz, zur Erfüllung zukünftiger Präferenzen voraus. Sie dürfen schmerzfrei getötet werden, wenn dadurch die meisten Interessen aller Betroffenen befriedigt werden können. Zur dritten Klasse, den Personen, gehören Menschen, die sich ihrer selbst bewusst sind, aber auch Schimpansen, Gorillas, Wale und Delfine. Sie sind sich ihrer selbst als distinkte Entitäten mit einer Vergangenheit und Zukunft bewusst, begreifen sich also selbst als über die Zeit hinweg existierend und von ihrem Umfeld abgegrenzt. Ihre Interessen sind damit langfristiger und weitaus komplexer als die nur bewusst empfindender Wesen. Folgende Kriterien müssen erfüllt sein, damit ein Wesen als Person gilt. Es muss sich seiner selbst bewusst sein, also ein Identitätsbewusstsein über die Zeit haben. Eine Person ist sich darüber im Klaren, dass sie in der Vergangenheit die gleiche Person war und in der Zukunft die gleiche Person sein wird. Eine Person ist außerdem, ebenso wie die bewusst empfindenden Wesen, empfindungsfähig, also in der Lage, Freude und Leid zu verspüren. Und sie ist autonom, also unabhängig von anderen. Personen müssen wir laut Singer präferenzutilitaristisch behandeln. Wir haben so zu handeln, dass wir die Präferenzen, die Interessen, Wünsche und Zukunftspläne aller von unserer Handlung Betroffenen in gleicher Weise erwägen und berücksichtigen. Im Unterschied zu bloß bewusst empfindenden Wesen gibt es bei Personen keine individuelle Ersetzbarkeit. Sie haben ein individuelles Recht auf Leben, denn zu den Präferenzen der meisten Personen gehört die Fortdauer der eigenen Existenz in der Zukunft, beziehungsweise ist diese zur Verwirklichung der Präferenzen notwendig. Die Präferenzen einer Person sind aufgrund ihres Selbstbewusstseins nämlich zukunftsorientiert. Die Missachtung der Präferenzen einer Person fällt also schwerer ins Gewicht, als dies bei anderen Wesen der Fall ist. Dies gilt vor allem in Bezug auf die Tötung. Diese ist nämlich bei Personen niemals ausgleichbar. Wir sehen jetzt schon, dass sich Singers Personenbegriff stark vom traditionellen, vor allem vom christlichen Menschenbild unterscheidet. Menschliches Leben ist nicht heilig. Mit dieser These leitet Peter Singer sein Buch Leben und Tod ein. 2 Konsequenzen ergeben sich aus dieser These. Erstens die Forderung nach gleicher Berücksichtigung der Interessen von Tieren, also eine starke Aufwertung von Tieren. Und zweitens die Abkehr vom Begriff der Menschenwürde. Nur wer über Rationalität und Selbstbewusstsein verfügt, dem kommt laut Singer ein Recht auf Leben zu. Ein absolutes Lebensrecht für Menschen gibt es damit nicht. Menschen haben nämlich nur dann ein unbedingtes Recht auf Leben, wenn sie aktuell über den Personenstatus, also über Autonomie und Selbstbewusstsein
und somit die Fähigkeit zu zukunftsorientierten Präferenzen verfügen. Singer ordnet seine 3 Wesensarten nämlich nicht speziesistisch bestimmten Arten zu, sondern argumentiert aktualistisch. So ist ein Wesen nur dann Person, wenn es aktuell in der Lage ist, die Kennzeichen des Personseins zu vollziehen. Das heißt, menschliche Embryonen, Neugeborene, Schwerstbehinderte, Demenzkranke und Komatöse sind keine Personen und haben somit auch kein individuelles Recht auf Leben. Laut Singer steht ein Menschenaffe höher als ein schwerstbehinderter Mensch. Die angeblich höhere Stellung des Menschen und die Kluft zwischen Mensch und Tier geht seiner Ansicht nach zurück auf überkommene religiöse Traditionen. Es geht darum, Individuen miteinander zu vergleichen. Dabei geht es um die kognitiven Fähigkeiten, und zwar unabhängig von der Spezies. Peter Singer berücksichtigt die Interessen oder Präferenzen der von einer Handlung Betroffenen über Gattungs- oder Speziesgrenzen hinweg. Interesse ist Interesse, wessen Interesse es auch immer sein mag. Speziesismus meint die willkürliche Bevorzugung von Artgenossen, in unserem Fall also von Menschen. Eine solche Bevorzugung oder Benachteiligung je nach Speziesangehörigkeit ist Singers Ansicht nach ähnlich abzulehnen wie Rassismus oder Sexismus. Im Unterschied zum klassischen Utilitarismus darf in Singers Präferenzutilitarismus keine Person getötet werden, die es vorzieht, weiterzuleben. Denn Personen haben die Fähigkeit zu Präferenzen, welche durch Tötung nicht mehr ausgelebt werden können. Tyrannenmord und die Todesstrafe sind damit im Gegensatz zum klassischen Utilitarismus verboten. Singers Klassifizierung von Wesen hat vor allem für die Tier- und Medizinethik bedeutende Konsequenzen. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Tierethik. Pelzfarmen, industrielle Massentierhaltung, Transporte von Schlachtvieh durch ganz Europa, Tierversuche und vieles mehr sind nicht legitim, da hierbei die Interessen der Tiere nicht ausreichend berücksichtigt werden. Das unermessliche Leid der Tiere steht in keinem Verhältnis zum Nutzen für den Menschen. Menschenaffen sind laut Singer Personen und müssen daher moralisch ebenso berücksichtigt werden wie Menschen. Ihre Präferenzen müssen berücksichtigt werden und sie haben ein individuelles Recht auf Leben. Tierversuche an Menschenaffen und Zoohaltung sind daher moralisch nicht legitim. Peter Singer ist Mitbegründer des Great Ape Project. Das Projekt hat das Ziel, bestimmte Menschenrechte wie das Recht auf Leben, das Recht der individuellen Freiheit und den Schutz vor Folter auch den großen Menschenaffen zu gewähren. Mit entsprechenden Gesetzen soll der Zoo- und Zirkushaltung, der Jagd nach dem sogenannten Buschfleisch und Tierversuchen Einhalt geboten werden. Nun zur Medizinethik. Die Tötung von Nichtpersonen, die nur über unspezifische Interessen, nicht aber über Präferenzen verfügen, ist legitim. Schwerstbehinderte Säuglinge, Demenzkranke und Komatöse dürfen also getötet werden. Präimplantationsdiagnostik, Klonierung menschlicher Stammzellen und ähnliche Praktiken, in welchen es um Wesen der Klasse 1, also Wesen ohne Bewusstsein und somit ohne jegliche Interessen geht, ist ebenfalls legitim. Peter Singer bricht mit der Tradition der Unantastbarkeit oder Heiligkeit menschlichen Lebens. Nicht jeder Mensch hat seiner Ansicht nach ein Recht auf Leben. Die Vernichtung eines menschlichen Lebens ist nicht immer ein Unrecht und manchmal sogar moralisch geboten. Seine Deklassierung von Menschen zu Nichtpersonen wird vor allem von Behindertenverbänden als menschenverachtend kritisiert. Behindertenverbände wollen nämlich keine neue Euthanasie-Diskussion, wie es sie schon zur Zeit des Nationalsozialismus gab. Durch Singers Personenbegriff, der Schwerstbehinderten den Personenstatus abspricht, fühlen sie sich an die Nazi-Ideologie vom unwerten Leben erinnert. Sie werfen Singer und anderen Bioethikern vor, Menschen, die nicht den Leistungsnormen der Gesellschaft entsprechen, das Lebensrecht abzusprechen. Sie fürchten, dass unter dem Deckmantel einer scheinbar vorurteilsfreien Diskussion altes Euthanasie-Gedankengut wieder salonfähig gemacht werden soll. Eine weitere Kritik richtet sich gegen den aktualistischen Personenbegriff von Singer. Wer nämlich aktuell nicht den Status des Personenseins erfüllt, wie zum Beispiel Neugeborene oder Komatöse, hat Singers Ansicht nach ebenso kein unbedingtes Recht auf Leben und darf getötet werden. Solche Wesen haben jedoch, so der Einwand gegen Singer,
sehr wohl das Potenzial, sich zu Personen mit einem individuellen Recht auf Leben zu entwickeln. Singer plädiert für die Berücksichtigung der Interessen aller von einer Handlung Betroffenen über Landes- und sogar Speziesgrenzen hinweg. Dies macht ihn zu einem engagierten Kämpfer für mehr globale Gerechtigkeit, Umweltschutz und Tierrechte. Seine Argumentation ist konsequent, wenn man bereit ist, mit der traditionellen Ethik von der Unantastbarkeit des menschlichen Lebens zu brechen. Die zahlreichen Proteste gegen die Anwesenheit Singers bei Diskussionsrunden und Symposien zeigen jedoch, dass dazu nicht jeder bereit ist. Wie ist deine Meinung? Haben alle Menschen ein unbedingtes Recht auf Leben oder nur solche, die Singers Personenbegriff entsprechen? Und sollten die Interessen von Tieren, vor allem von personalen Tieren wie Menschenaffen und Delfinen, stärker berücksichtigt werden? Schreibe deine Meinung gerne unten in die Kommentare. Mit den Quizlet-Lernsets Peter Singer Überblick über den Präferenzutilitarismus, die Klassifizierung von Wesen nach Peter Singer und Konsequenzen der Klassifizierung von Wesen nach Peter Singer für die Tier- und Medizinethik kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!